Lukas, darf ich dich mal was fragen? Ich denke in letzter Zeit viel über Selbstvertrauen nach, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht genug davon habe. Besonders bei neuen Herausforderungen. Natürlich, Maria. Selbstvertrauen ist ein großes Thema und ich glaube, jeder hat mal damit zu kämpfen. Was beschäftigt dich genau? Ich zweifle oft, ob ich etwas schaffen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine wichtige Aufgabe bekomme oder etwas Neues ausprobieren soll. Ich denke immer, was, wenn ich es nicht schaffe? Das kenne ich. Diese Zweifel hat jeder, vor allem wenn es um etwas Neues oder Unbekanntes geht. Aber weißt du, Selbstvertrauen wächst durch Handeln, nicht durch Nachdenken. Handeln? Aber was, wenn ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen soll? Dann fang mit etwas Kleinem an. Selbstvertrauen ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Mach den ersten Schritt, auch wenn er klein ist. Das klingt sinnvoll. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Angst mich komplett blockiert. Das ist normal. In solchen Momenten hilft es, die Angst zu akzeptieren, anstatt dagegen anzukämpfen. Stell dir vor, die Angst ist wie ein Gast. Lade sie ein, aber lass sie nicht die Kontrolle übernehmen. Interessanter Vergleich. Aber was ist, wenn ich versage? Ich habe oft Angst, Fehler zu machen, besonders wenn andere zuschauen. Maria, Fehler sind nichts Schlechtes. Sie sind die besten Lehrer. Stell dir vor, ein Kind würde nach dem ersten Sturz aufhören, laufen zu lernen. Es würde nie die Freude am Laufen erleben. Das stimmt. Aber als Erwachsene ist es schwer, Fehler zu akzeptieren. Es fühlt sich peinlich an. Das liegt daran, dass wir oft glauben, perfekt sein zu müssen. Aber Perfektion ist eine Illusion. Niemand ist perfekt, und die meisten Menschen bewundern nicht Perfektion, sondern Authentizität. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an mich selbst. Das könnte sein. Hast du schon mal versucht, deine Erfolge aufzuschreiben, auch die kleinen? Das hilft dir, deinen Fokus von dem, was fehlt, auf das zu lenken, was du schon erreicht hast. Das klingt interessant. Aber was ist, wenn der Druck nicht von mir selbst, sondern von anderen kommt? Zum Beispiel, wenn mein Chef erwartet, dass ich immer abliefere. Druck von außen ist schwierig, aber oft setzen wir uns selbst noch mehr unter Druck, als nötig ist. Hast du schon mal mit deinem Chef darüber gesprochen, was realistisch ist? Nein, ich habe Angst, dass das schwach wirkt. Ehrlichkeit ist keine Schwäche, Maria. Es zeigt Mut zu sagen, was man braucht. Du könntest zum Beispiel sagen, ich arbeite daran, aber um die beste Qualität zu liefern, brauche ich mehr Zeit. Das klingt nicht schwach, sondern verantwortungsvoll. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Aber wie bleibst du ruhig, wenn du so ein Gespräch führst? Vorbereitung hilft. Überlege dir vorher, was du sagen willst, und konzentriere dich darauf, sachlich zu bleiben. Und vergiss nicht, tief durchzuatmen. Das hilft, die Nerven zu beruhigen. Apropos ruhig bleiben. Wie gehst du mit Konflikten um? Ich werde oft emotional und sage Dinge, die ich später bereue. Das passiert jedem Mal. Aber ein guter erster Schritt ist, bewusst zu pausieren. Du könntest sagen, ich brauche einen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Das verhindert, dass du impulsiv reagierst. Aber was mache ich, wenn die andere Person stur ist und nicht zuhören will? Dann hilft es, die Perspektive zu wechseln. Versuche zu verstehen, warum die andere Person so reagiert und spreche in Ich-Botschaften wie „Ich fühle mich“, statt Vorwürfe zu machen. Das macht einen großen Unterschied. Und wenn der Konflikt nicht lösbar scheint? Manchmal ist es besser loszulassen, besonders wenn der Konflikt mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Aber wenn es wichtig ist, bleib respektvoll und konzentriere dich auf gemeinsame Lösungen. Das klingt vernünftig. Aber Lukas, wie bleibst du motiviert, wenn alles schief geht? Ich erinnere mich daran, warum ich angefangen habe. Motivation ist wie ein Feuer. Manchmal muss man es neu entfachen, indem man sich an seine Ziele erinnert oder kleine Erfolge feiert. Und was machst du, wenn du wirklich keine Energie mehr hast?
Dann gönne ich mir eine Pause. Pausen sind wichtig, um neue Energie zu tanken. Es ist keine Schwäche, sondern Teil eines gesunden Prozesses. Lukas, ich merke, dass ich oft zu streng mit mir selbst bin. Ich finde es schwer, mir selbst zu vergeben, wenn etwas schief geht. Das geht vielen so. Aber denk daran, du bist auch nur ein Mensch. Autocompassion bedeutet, mit dir selbst so freundlich zu sein, wie du es mit einem Freund wärst. Vielleicht sollte ich das wirklich mal üben. Aber wie genau geht das? Eine Übung ist, dir vorzustellen, dass du einem Freund in deiner Situation einen Rat gibst. Was würdest du sagen? Oft bist du viel verständnisvoller, wenn es um andere geht, und das kannst du auf dich selbst anwenden. Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, ich werde das ausprobieren. Aber Lukas, wie schaffst du es, positiv zu bleiben, wenn das Leben schwierig ist? Positives Denken bedeutet nicht, dass du immer glücklich sein musst. Es geht darum, auch in schwierigen Momenten etwas Gutes zu finden oder an Lösungen zu arbeiten. Und wie übst du das? Zum Beispiel mit einem Dankbarkeitstagebuch. Schreib jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Das können kleine Dinge sein, wie ein Lächeln von jemandem oder große Erfolge. Es verändert deinen Fokus. Lukas, dieses Gespräch hat mir wirklich geholfen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mehr Werkzeuge habe, um an mir zu arbeiten. Das freut mich, Maria. Und denk daran, Veränderung braucht Zeit. Sei geduldig mit dir selbst und feiere jeden kleinen Fortschritt. Danke, Lukas. Vielleicht können wir bald wieder über solche Themen sprechen. Jederzeit. Es ist immer gut, sich gegenseitig zu unterstützen.